Das Bayerische Staatsballett ist stolz, gerade im 125. Todesjahr König Ludwigs II. John Neumeiers Illusionen wie Schwanensee in sein Repertoire aufnehmen zu können, 35 Jahre nach dessen Uraufführung in Hamburg. Es ist natürlich interessant, es nach Bayern zu bringen, denn die große Inspiration für das Stück war ganz bestimmt Ludwig II. Die Verbindung zu diesem bayerischen Märchenkönig mit dem Mythos von das Schwanensee Libretto zusammen mit dem Leben von Peter Ilyich Tschaikowski. Wie so oft erzählt Neumeier die Handlung von ihrem Ende her, beginnend mit der Gefangenschaft des Königs auf einem seiner Schlösser. Es ist so, als ob man die Mozart-Requiem in Salzburg macht. Man kommt sehr nah an einen Ort, in dem ein Teil des Sujets sehr nah an der Bewusstsein dieser Menschen hier in München ist. His vision in life, it's a beauty. It's to create a beauty for centuries, for the future of the people to see and to try to keep continuing that art of life. Aus dem Gewahrsamsort des Königs öffnet sich im Bühnenbild von Jürgen Rose der Erinnerungsraum. Für mich ist es so verblüffend klar geworden, dass große Parallele sind zwischen das Leben von Ludwig II. Von Bayern und der Mythos, der ursprüngliche Libretto von Schwanensee. He was a king for the people, king for the nature. And of course all the things around, the circumstances, poverty, all that made him feel there's something deep down in the soul that he cannot feel free. Die Illusionen, die sehr typisch war von Ludwig II., dass ich kann meine Einsamkeit verbergen, indem ich wunderschöne große Schlösser baue. Und da drin werde ich endlich mal glücklich sein. Charakteristisch ist auch, wie John Neumeier für die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten seines Stücks verschiedene choreografische Sprachen findet. Das wird deutlich, wenn die Hofgesellschaft eintrifft, um das Richtfest von Schloss Neuschwanstein mitzufeiern. Die Königinmutter führt Ludwig dabei eine polnische Prinzessin als seine künftige Frau zu. Natalia knew that she was coming to meet the king and the queen, and she had read everything about them. And the thing that makes her very strong and very sensitive is that she realizes right away that he has a problem. He loses his temper, he gets lost. Every time he sees the men dressed in black, auf Deutsch die Beamte, they check how much has been spent for this castle, and that's what hurts him, that they have even a right to be there and even discuss the king's job. Ich bin Prinzessin Claire in dem Stück und sie ist ja, der Sonnenschein von dem ganzen Stück, das leuchtende Beispiel, wie die Liebe sein sollte oder könnte. Ich bin glücklich verheiratet mit Prinzessin Claire und natürlich, ja, wir sind positiv von Anfang an und ich sehe immer, dass der König sich auch quält innerlich. Graf Alexander, das ist der beste Freund vom König und zusammen, wenn sie das große Pas de deux tanzen, versuchen sie zeigen ihre Liebe und der König sieht das und wünscht sich, er hätte das auch. Nach dem Fest wieder allein mit seinen Träumen fühlt sich der König wie befreit. Dennoch zeigt er sich, als Prinzessin Natalia zu ihm zurückkommt, für ihre Anmut sehr empfänglich. Exactly the moment when he is fully the happiest, this vision of certain shadow comes into his mind.
It's a beautiful man, dressed in black. But we don't know if he's scared, or he wants to go towards him, or he wants to avoid him. But there is the magnetic power, this sadness or the darkness in his soul. Everywhere actually where the king goes, I'm always there. Doesn't matter, in the beginning is only, he imagined this person only when he was alone. And after it started to get more and more. We know that Ludwig at the time, he had personal, private performances, opera most of the time. Neumeier übertrug Ludwigs Empathie für Wagner-Opern so auf das Ballett, dass sich der König hier in die Rolle Prinz Siegfrieds versetzt. Die Separatvorstellung für Ludwig II. Bietet mir die Möglichkeit, diese zweite Akt Genialchoreografie von Lev Ivanov einzubeziehen und wieder eine zweite Illusion darzustellen, in dem Ludwig sich verliebt in eine Kunstfigur. So in this moment he gets this obsession from the swan, the white swan, that the first time in his life that he falls in love with something that is not human somehow, is this magical being of a woman swan. Verliebt sich in einen Schwankönigin, eine unmögliche, eine unerreichbare Liebe, was für mich Hauptthema die Musik ist. Ludwig verliert seine imaginäre Geliebte, so wie im traditionellen Schwanensee, an Zauberer Rotbart. You are Rothbard in the second act, but in the same time you are this mysterious man, which is very theater-like, because it's a performance in a performance. Zum dritten Mal öffnet die Erinnerung des Königs den Raum für einen Maskenball, auf dem er selbst als Prinz Siegfried erschien. Dort arrangierten Clowns den Tanz der Gäste, die, analog zum Ball der Nationen im originalen Schwanensee, verschiedene Nationaltänze zeigen. Im dritten Akt, so wie in ursprünglichem Libretto, haben wir eine Maskerade, das heißt, die Möglichkeit, dass die zweite Hauptperson, die Verlobte von Ludwig, versuchen kann, ihn zu verführen, indem sie sich verkleidet wie diese Schwankönigin. She does her entrance and she looks at him to see the reaction. Is he passing? Does he think that I'm the swan? And when she sees that he's passionate, then she starts, and more, because she feels good. For once, she feels loved. And even at the end of that, when he swears and he gets all excited, then she's a bit like, oh my God, this is going very far, and it's okay, calm down. His worst fear in the world is this person. It's a bit the identification of his craziness. So when he's facing him, he realized that it was all fake. And then when I come to him, he sees me for the first time as Natalia. He doesn't see the swan anymore, and he pushes me.
And with the queen, he always had a very bad relationship from the beginning of the ballet, and in that moment he slaps her. Unmittelbar nach Ludwigs Festnahme, mit der die Rückblenden in die Gegenwart der Handlung münden, besucht Natalia ihn. Sie will ihm sagen, dass er Vertrauen in ihre Liebe haben kann. Once he closed his eyes on her knees, tried to sleep in peace, he was calm for a while. But then again, the intrigue started to grow in him, nightmares. And that's the moment when she closes his eyes, he relaxes, brings the hands down with such a complete change in his face and feeling of a freedom, feeling of love and a passion, which makes him almost kiss her. And then he doesn't. Der König ist unerreichbar geworden. Sein Schicksal ist es, dass er seine Anlagen und Interessen in der Realität nicht leben kann, ihm nur die Illusionen bleiben. So by accepting this destiny, he decides to drown. He decides to go and drown. Everybody thinks that he is crazy. I don't think he was crazy. I think he was a very intelligent and cultivated man. It's just the society was not ready to accept how he really was. The way how Mr. John Neumeier takes us there to understand, he's just geniusly, he takes your hand in a certain way. He has such a love for each role that he creates. Es hat ein aktiver Dialog stattgefunden und das, finde ich, ist das absolut für mich Wesentliche an einem Werk, dass ein Werk lebendig bleibt und es ist jeden Tag, an dem es probiert wird. So dass wir hier eine wirkliche Münchner Version der Illusion Wie Schwanensee haben.